Dialog 1. Die 4-Tage-Woche als Zukunftsmodell. Guten Morgen, Herr Kramer. Danke, dass Sie sich kurzfristig Zeit genommen haben. Ich würde gern mit Ihnen über den Vorschlag sprechen, in einigen Abteilungen testweise die 4-Tage-Woche einzuführen. Guten Morgen, Frau Seidel. Ich habe die Unterlagen gelesen und muss gestehen, dass ich dem Ganzen mit einer gewissen Skepsis begegne. Auf den ersten Blick klingt das Modell attraktiv, aber ich frage mich, ob es im Arbeitsalltag tatsächlich tragfähig ist. Ihre Skepsis kann ich nachvollziehen. Genau deshalb wollen wir ja keinen flächendeckenden Umbruch, sondern zunächst eine begrenzte Pilotphase. Uns geht es darum herauszufinden, ob sich Produktivität, Motivation und Krankenstand dadurch messbar verändern. Der Gedanke ist durchaus nachvollziehbar. Allerdings hängt der Erfolg stark davon ab, wie man die 4-Tage-Woche konkret definiert. Reden wir über dieselbe Wochenarbeitszeit, die bloß auf 4 Tage verteilt wird, oder über eine tatsächliche Reduzierung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich? Vorgesehen ist zunächst die zweite Variante, weniger Arbeitszeit bei gleichbleibendem Gehalt. Das ist natürlich ambitioniert, aber wir reagieren damit auf mehrere Entwicklungen gleichzeitig. Zum einen klagen viele Beschäftigte über eine zunehmende Verdichtung der Arbeit. Zum anderen spüren wir immer deutlicher den Fachkräftemangel. Wir müssen uns also überlegen, wie wir als Arbeitgeber attraktiv bleiben können. Das leuchtet mir ein. Dennoch frage ich mich, ob wir damit nicht Erwartungen wecken, die sich langfristig womöglich nicht erfüllen lassen. Wenn die Mitarbeitenden erst einmal eine solche Regelung kennengelernt haben, wird es schwer sein, wieder davon abzurücken, selbst dann, wenn die Ergebnisse nicht überzeugen. Das Risiko besteht, deshalb ist eine transparente Kommunikation entscheidend. Wir würden von Anfang an klarstellen, dass es sich um ein befristetes Modell handelt, das nach festgelegten Kriterien ausgewertet wird. Niemand soll den Eindruck bekommen, dass bereits eine endgültige Entscheidung gefallen ist. Mich beschäftigt vor allem die Frage, wie sich das auf die Zusammenarbeit im Team auswirkt. In meiner Abteilung sind viele Prozesse eng miteinander verzahnt. Wenn ständig jemand an einem anderen freien Tag fehlt, könnten Abstimmungen erschwert werden. Im schlimmsten Fall verlagern wir die Belastung nur. Auch dieser Punkt wurde bereits angesprochen. Deshalb soll nicht jede Person individuell entscheiden, wann sie frei nimmt. Vielmehr denken wir über feste Teamlösungen nach, die betriebliche Abläufe berücksichtigen. Es geht also nicht um maximale Flexibilität um jeden Preis, sondern um ein Modell, das sowohl dem Beschäftigten als auch dem Unternehmen nützt. Dann wäre die praktische Umsetzung tatsächlich leichter. Trotzdem bleibt die Frage offen, woran wir den Erfolg messen. Wenn wir nur die subjektive Zufriedenheit abfragen, erhalten wir zwar ein Stimmungsbild, aber noch keine solide Grundlage für eine strategische Entscheidung. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Deshalb wollen wir mehrere Indikatoren heranziehen. Fehlzeiten, Termintreue, Überstunden, Fluktuation und soweit sinnvoll auch Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden. Ergänzend dazu sollen qualitative Gespräche geführt werden, damit wir nicht bloß Zahlen betrachten, sondern auch verstehen, was sich im Alltag tatsächlich verändert. Das klingt deutlich durchdachter, als ich zunächst angenommen hatte. Ich sehe durchaus Chancen, gerade im Hinblick auf Motivation und Bindung ans Unternehmen. Viele Beschäftigte wünschen sich heute mehr Zeitsouveränität und stellen die traditionelle 5-Tage-Woche zunehmend in Frage. Genau das beobachten wir ebenfalls. Für viele geht es längst nicht mehr nur ums Gehalt, sondern um die Frage, wie sich Arbeit in ein erfülltes Leben
integrieren lässt. Wenn wir darauf keine überzeugenden Antworten finden, verlieren wir mittelfristig im Wettbewerb um qualifizierte Kräfte. Andererseits darf man nicht übersehen, dass manche Tätigkeiten sich leichter flexibilisieren lassen als andere. In Bereichen mit hoher Kundenfrequenz oder festen Servicezeiten stoßen wir schneller an Grenzen als in administrativen Abteilungen. Wir müssen also sehr genau differenzieren. Absolut. Deshalb soll auch nicht jede Abteilung teilnehmen. Wir würden mit Bereichen beginnen, in denen die Voraussetzungen vergleichsweise günstig sind. Wenn sich dort positive Effekte zeigen, könnte man später prüfen, ob und in welcher Form sich das Modell anpassen lässt. Unter diesen Bedingungen wäre ich bereit, das Vorhaben mitzutragen. Allerdings nur, wenn die Leitungsebene akzeptiert, dass auch ein gemischtes Ergebnis möglich ist. Es wäre wenig hilfreich, wenn am Ende aus politischen Gründen an einem Konzept festgehalten würde, das sich operativ nicht bewährt hat. Das sehe ich genauso. Ein Pilotprojekt ist nur dann sinnvoll, wenn man bereit ist, die Ergebnisse ergebnisoffen zu betrachten. Es geht nicht darum, einen Trend um jeden Preis zu bestätigen, sondern eine fundierte Entscheidung zu treffen. In diesem Fall schlage ich vor, dass wir zusätzlich die Führungskräfte frühzeitig einbinden. Wenn das Modell funktionieren soll, müssen gerade Sie verstehen, dass es nicht nur um Arbeitszeitverkürzung geht, sondern auch um veränderte Abläufe, klare Prioritäten und effizientere Kommunikation. Ein sehr wichtiger Hinweis. Ich werde veranlassen, dass wir vor dem Start einen gemeinsamen Workshop anbieten. Dort könnten wir nicht nur organisatorische Fragen klären, sondern auch offen über Sorgen, Vorbehalte und Erwartungen sprechen. Dann hätte das Projekt zumindest eine realistische Chance. Ich bin nach wie vor vorsichtig, aber nicht mehr grundsätzlich dagegen. Mehr verlange ich im Moment gar nicht. Mir geht es zunächst darum, die Debatte sachlich zu führen. Wenn wir ernsthaft prüfen wollen, wie Arbeit künftig aussehen kann, müssen wir bereit sein, auch eingefahrene Modelle zu hinterfragen. Da haben Sie recht. Dann lassen Sie uns den Versuch wagen, allerdings mit Augenmaß. Genau darauf kommt es an. Danke für das konstruktive Gespräch, Herr Kramer. Ich danke Ihnen. Ich bin gespannt, was wir aus diesem Experiment lernen werden. Dialog 2: Energetische Sanierung und ihre Folgen. Guten Tag, Herr Roth. Danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Ich wollte mit Ihnen über die angekündigte Modernisierung unseres Hauses sprechen. Ehrlich gesagt hat mich das Schreiben ziemlich beunruhigt. Guten Tag, Frau Aydin. Das kann ich verstehen. Solche Ankündigungen werfen meist viele Fragen auf. Worum geht es Ihnen konkret? Vor allem um zwei Dinge. Erstens um die Bauarbeiten selbst und zweitens um die möglichen Kosten. In dem Brief steht, dass die Fassade gedämmt, die Fenster ausgetauscht und die Heizungsanlage erneuert werden sollen. Das klingt nach einer monatelangen Baustelle. Außerdem wurde angedeutet, dass sich die Miete nach Abschluss der Arbeiten erhöhen könnte. Beides ist nicht von der Hand zu weisen. Die Maßnahmen sind umfangreich, aber sie sind aus Sicht der Eigentümergemeinschaft notwendig. Das Gebäude ist energetisch veraltet und die Heizkosten sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Langfristig soll die Sanierung sowohl den Energieverbrauch als auch die laufenden Belastungen senken. Das klingt in der Theorie plausibel. Nur hilft mir diese langfristige Perspektive wenig, wenn ich kurzfristig eine Mieterhöhung tragen soll, die mein Budget übersteigt. Ich wohne seit 12 Jahren in der Wohnung und meine finanzielle Situation ist nicht so flexibel, wie manche vielleicht annehmen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Eigentümer dürfen Modernisierungskosten nicht beliebig umlegen, sondern müssen sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Außerdem wird in jedem Einzelfall geprüft, ob besondere Härten vorliegen. Es ist also keineswegs so, dass man die Belastung einfach pauschal auf alle Mieterinnen und Mieter abwälzt. Mir geht es nicht darum, notwendige Verbesserungen grundsätzlich abzulehnen.
Ich frage mich nur, ob immer genügend berücksichtigt wird, welche sozialen Folgen solche Maßnahmen haben können. In vielen Stadtvierteln führt energetische Sanierung am Ende dazu, dass langjährige Mieter verdrängt werden. Nicht offiziell, aber faktisch. Ich verstehe Ihre Sorge und ich möchte Sie keineswegs kleinreden. Tatsächlich ist das ein Spannungsfeld, das uns in der Verwaltung immer wieder begegnet. Einerseits besteht ein nachvollziehbares Interesse daran, Gebäude klimafreundlicher und zukunftssicher zu machen. Andererseits darf das nicht dazu führen, dass Menschen aus ihrem gewohnten Lebensumfeld gedrängt werden. Genau. Und hinzu kommt noch die Belastung durch die Bauphase. Ich arbeite oft im Homeoffice, wenn wochenlang Gerüste vor den Fenstern stehen, Handwerker im Haus sind und Lärm herrscht, ist das mehr als bloß eine kleine Unannehmlichkeit. Für mich wirkt sich das unmittelbar auf meinen Alltag aus. Auch das ist berechtigt. Deshalb wird derzeit ein genauer Bauzeitenplan erarbeitet. Wir bemühen uns, die Eingriffe so zu koordinieren, dass die Beeinträchtigungen möglichst gering bleiben. Natürlich lässt sich Lärm nicht vollständig vermeiden, aber wir wollen zumindest transparent kommunizieren, wann welche Arbeiten stattfinden. Transparenz wäre tatsächlich schon viel wert. Was in solchen Situationen oft fehlt, ist das Gefühl, ernst genommen zu werden. Viele Mieter erhalten ein Schreiben, in dem Maßnahmen angekündigt werden und haben dann den Eindruck, sie müssten die Folgen einfach hinnehmen. Das sollte nicht so sein, darum führen wir ja diese Gespräche. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen erläutern, welche Schritte noch bevorstehen und an welcher Stelle Sie Einwände oder besondere Belastungen geltend machen können. Ja, das würde ich gern genauer wissen. Vor allem interessiert mich, bis wann ich schriftlich reagieren kann und ob es sinnvoll wäre, meine finanzielle Situation jetzt schon darzulegen. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, frühzeitig zu kommunizieren, wenn absehbar ist, dass eine Maßnahme für Sie problematisch werden könnte. Je besser die Verwaltung über individuelle Umstände informiert ist, desto eher lassen sich tragfähige Lösungen finden. Das kann zwar nicht jede Schwierigkeit aufheben, aber es schafft zumindest eine sachliche Grundlage. Verstehe. Ich will auch nicht konfrontativ auftreten. Mir geht es eher darum, eine Lösung zu finden, die ökologisch sinnvoll ist, ohne dass Menschen wie ich am Ende die Rechnung dafür bezahlen. Dieser Wunsch ist absolut legitim. Vielleicht wäre es sinnvoll, dass wir in den kommenden Wochen eine Informationsveranstaltung für alle Hausbewohner organisieren. Dort könnten nicht nur technische Fragen geklärt werden, sondern auch Themen wie Mietanpassung, zeitlicher Ablauf und Unterstützungsangebote. Das halte ich für eine gute Idee. Oft entstehen Unsicherheit und Ärger auch deshalb, weil sich Gerüchte verbreiten und niemand genau weiß, was tatsächlich geplant ist. Genau. Wenn man früh informiert, lassen sich manche Konflikte entschärfen, bevor sie eskalieren. Und offen gesagt, auch für uns als Verwaltung ist es hilfreich, die Sorgen der Mieter nicht erst dann zu hören, wenn die Fronten bereits verhärtet sind. Dann würde ich vorschlagen, dass ich Ihnen meine Fragen noch einmal gesammelt per E-Mail schicke. Gleichzeitig würde ich gern darum bitten, dass das Thema soziale Verträglichkeit bei der Planung ausdrücklich berücksichtigt wird. Das nehme ich gern auf. Ich kann Ihnen zwar heute keine endgültigen Zusagen machen, aber ich kann Ihnen versichern, dass Ihre Bedenken in die weitere Abstimmung einfließen werden. Das ist zumindest ein Anfang. Mir ist wichtig, dass nicht nur über Gebäude gesprochen wird, sondern auch über die Menschen, die darin leben. Ein sehr berechtigter Satz, Frau Aydin. Energetische Modernisierung darf kein rein technisches Projekt sein. Sie betrifft immer auch Lebensrealitäten. Dann hoffe ich, dass genau dieser Gedanke die nächsten Entscheidungen mitprägt. Das hoffe ich ebenfalls. Danke, dass Sie das Gespräch gesucht haben. Ich danke Ihnen für die offene Auskunft. Dann melde ich mich in den nächsten Tagen noch einmal schriftlich. Dialog 3. Künstliche Intelligenz in der wissenschaftlichen Arbeit. Guten Morgen, Frau Lehmann. Sie wollten mit mir über das Konzept Ihrer Masterarbeit sprechen. Nehmen Sie doch Platz. Guten Morgen, Frau Professorin Weber. Vielen Dank. Ja, ich wollte nicht nur über das Thema selbst sprechen, sondern auch über eine methodische Frage, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt.
Das klingt interessant. Worum geht es genau? Ich arbeite mich gerade intensiv in mein Thema ein, also in die Veränderung wissenschaftlicher Schreibprozesse durch digitale Werkzeuge. Dabei komme ich natürlich an künstlicher Intelligenz nicht vorbei. Je mehr ich dazu lese, desto mehr frage ich mich, wie man solche Systeme in der Forschung sinnvoll nutzen kann, ohne wissenschaftliche Standards zu unterlaufen. Eine hochaktuelle und zugleich heikle Frage. Vermutlich interessiert sie nicht nur die theoretische Diskussion, sondern auch ganz praktisch, was in ihrer eigenen Arbeit zulässig und sinnvoll ist. Genau. Ich merke zum Beispiel, dass KI-Tools beim Strukturieren von Gedanken oder beim Formulieren erster Arbeitsentwürfe durchaus hilfreich sein können. Gleichzeitig habe ich die Sorge, dass die Grenze zwischen legitimer Unterstützung und problematischer Auslagerung geistiger Arbeit schnell verschwimmt. Diese Sorge ist berechtigt. Man sollte weder in Alarmismus verfallen, noch die Technologie unkritisch idealisieren. Entscheidend ist aus meiner Sicht die Frage, welche Funktion das jeweilige Werkzeug übernimmt. Wenn ein System Ihnen hilft, Material zu ordnen, Perspektiven zu vergleichen oder sprachliche Varianten zu prüfen, ist das etwas anderes, als wenn es die argumentative Leistung faktisch an ihrer Stelle erbringt. Das sehe ich ähnlich. Mir fällt aber auf, dass viele Studierende unsicher sind, weil die Regeln zwar grundsätzlich klar klingen, in der Praxis jedoch Interpretationsspielraum lassen. Die meisten wissen, dass Plagiate unzulässig sind. Aber was ist beispielsweise mit einer Passage, die man selbst erarbeitet, dann mit Hilfe eines Tools stilistisch glätten lässt und anschließend erneut überarbeitet? Genau an solchen Grenzfällen zeigt sich, dass wir eine differenzierte Debatte brauchen. Wissenschaftliches Arbeiten war ja noch nie bloß ein individueller Schöpfungsakt im luftleeren Raum. Wir arbeiten seit jeher mit Hilfsmitteln, Wörterbüchern, Stilratgebern, Korrekturprogrammen, Datenbanken. Neu ist lediglich, dass die Werkzeuge inzwischen selbst textproduktiv sind und dadurch stärker in den Kern des Schreibprozesses eingreifen. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht liegt die eigentliche Herausforderung weniger darin, ob man solche Werkzeuge benutzt, sondern darin, wie transparent und reflektiert man damit umgeht. Exakt. Wissenschaft lebt von Nachvollziehbarkeit. Wenn Sie KIT einsetzen, sollte erkennbar sein, an welcher Stelle und zu welchem Zweck das geschehen ist. Darüber hinaus müssen Sie jederzeit in der Lage sein, jeden Gedanken, jede Formulierung und jede Schlussfolgerung eigenständig zu verantworten. Dann wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, den Einsatz solcher Tools in einem methodischen Abschnitt offenzulegen? Ja, sofern der Einsatz über bloße Randhilfe hinausgeht. Ich würde Ihnen empfehlen, das Thema nicht zu verstecken, sondern es bewusst in Ihre Reflexion einzubeziehen. Gerade weil Ihre Arbeit sich mit digitalen Schreibprozessen befasst, könnte diese Transparenz sogar eine inhaltliche Stärke sein. Das hatte ich mir auch überlegt. Allerdings frage ich mich, ob ich mich dadurch angreifbar mache. Es gibt ja noch immer Stimmen, die jede Nutzung von KI fast automatisch mit mangelnder Eigenleistung gleichsetzen. Solche pauschalen Urteile halte ich für wenig hilfreich. Wissenschaftliche Redlichkeit bemisst sich nicht daran, ob jemand moderne Werkzeuge einsetzt, sondern daran, ob dieser Einsatz reflektiert, kenntlich gemacht und kritisch kontrolliert wird. Problematisch wird es erst, wenn technische Bequemlichkeit die intellektuelle Auseinandersetzung ersetzt. Das bringt mein Unbehagen ziemlich genau auf den Punkt. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Verführung gerade darin besteht, schneller zu Ergebnissen zu kommen, ohne den gedanklichen Umweg wirklich auszuhalten. Und genau diese Umwege sind ja oft produktiv. Ganz richtig.
Wissenschaftliches Schreiben ist nicht nur die Dokumentation fertiger Gedanken, sondern häufig der Ort, an dem Gedanken überhaupt erst entstehen. Wer diesen Prozess zu stark externalisiert, riskiert, dass der Text zwar glatt, aber inhaltlich oberflächlich wird. Dann würde ich mein Konzept gern so zuspitzen, dass ich nicht nur Chancen und Risiken von KM beschreibe, sondern auch die Frage stelle, was wissenschaftliche Autorschaft unter diesen Bedingungen eigentlich noch bedeutet. Das halte ich für sehr vielversprechend. Damit bewegen Sie sich weg von einer bloß technischen Debatte und hin zu einer grundlegenderen Frage. Wer spricht im wissenschaftlichen Text? Wer trägt Verantwortung? Und woran erkennen wir intellektuelle Eigenständigkeit? Je länger wir darüber sprechen, desto klarer wird mir, dass ich mein Thema vielleicht präziser fassen muss. Sonst laufe ich Gefahr, mich in zu vielen Teilaspekten zu verlieren. Das ist eine sinnvolle Selbstdiagnose. Mein Rat wäre, 3 Ebenen sauber voneinander zu unterscheiden. Erstens die praktische Nutzung von KI im Schreibprozess, zweitens die normativen Fragen wissenschaftlicher Integrität und drittens die philosophischere Ebene von Autorschaft und Verantwortung. Wenn Sie diese Ebenen systematisch verbinden, kann daraus eine sehr überzeugende Arbeit entstehen. Das hilft mir enorm weiter. Dann würde ich mein Exposé in den nächsten Tagen überarbeiten und Ihnen eine präzisere Fragestellung zuschicken. Machen Sie das gern und scheuen Sie sich nicht, dabei auch offene Fragen zu benennen. Ein gutes Exposé muss nicht alles schon lösen, aber es sollte zeigen, dass Sie wissen, worin die eigentliche intellektuelle Herausforderung besteht. Vielen Dank, Frau Professorin Weber. Ich hatte gehofft, nach diesem Gespräch mehr Klarheit zu haben. Und genau das ist eingetreten. Das freut mich. Ich bin gespannt auf die nächste Fassung. Ihr Thema hat großes Potenzial, gerade weil es uns zwingt, über Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens neu nachzudenken. Dann mache ich mich gleich an die Überarbeitung. Nochmals vielen Dank. Gern. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen.